Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir sind immer noch auf der Suche nach den 5 Schlüsseln für den Tresor im Voodoo-Laden, in dem sich im Übrigen nichts Geringeres als das Geheimnis von Monkey Island befindet. 2 der Schlüssel haben wir, den von der Mrs. Smith und den von Bermuda. Den von der guten Whitey bekommen wir so schnell nicht, der wurde ihr nämlich geklaut. Jetzt fehlt noch der von Terror Island und der von der Bella Fischer. Und an dem versuchen wir uns heute. Wir sind wieder im Fischladen angekommen. Und ich glaube ja immer noch, dass das irgendwas mit diesen Flaggen hier zu tun hat. Da haben wir ja eine hier hängen, eine im Museum, die haben wir schon geklaut. Und eine auf dem Schiff, das in der Karibik rumfährt. Wo wir noch nicht drauf kommen, wegen diesem Marketing-Flyer. Also, das ist das Objekt der Begierde. Und wir können sogar direkt fragen, ob die Flagge von Bella Fischer zum Verkauf steht. Machen wir das doch einfach mal. Ich glaube, das habe ich bisher noch gar nicht, oder? Is the flag for sale? Bite your tongue. That's property of the chums. Von wem? No one. It's too late. The bait's out of the bag. We might as well tell him. The Chums is by way of being a semi-secret society of anglers. Aha. Mostly we tell stories. Aye, stories about fish. Oh, wie spannend. Okay. Ja, ich will beitreten, ne? Can I join the chums? Well, Bitte. Please? have you got any good fish stories? Na, Logo. Yeah. One time, I was swallowed by a manatee. No one knows what a manatee is. Was? Trust me, make it a whale. It'll be better. Okay. Take this fishing lure. Ah. Other chums will have these too, on their clothes or displayed somewhere. Go out and find them, show them your lure, and tell them your story. They'll give you advice. Learn all you can. Then come back here and tell us your story again. Ah, You ich could weiß start schon. with that young pirate that hangs around at the scum bar. Exakt. Don't tell him where to start. He's supposed to look for the lures. Alles klar, also in der Scum-Bar, das wusste ich noch. Dann hat die Schlosserin auch einen bei sich hinten an der Wand hängen. Und einen habe ich noch gesehen. Wo war das? Moment. Oben auf Bermuda bei diesem Schrankenwächter am Gefängnis. Genau. Also die klappern wir mal ab und mal gucken, wo wir noch welche finden. Aber 3 reichen ja schon mal für den Anfang, ne? Also. Ach ja, Moment. Die Scum-Bar ist natürlich so ein bisschen das Problem, ne? Oh, Moment. Nee, das sah gerade kurz aus wie die Quizkarte. Konnte aber gar nicht hier. Naja, also nicht mehr in der Scum-Bar, sondern vor der Scum-Bar. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time, Wir nehmen den Wal. Den Tipp haben wir ja schon bekommen, ne? my ship was swallowed by a whale. You know, what your story needs is a part to set the stage, to let us know what's going on and who the people are. It should come at the beginning, like A beginning? like a beginning, exactly. Like, I was on the deck of a burning Spanish galleon with Horseface and Ichijo. And then all of a sudden, and then you take it from there. Want to give it a try? Ja. Machen wir mal. Okay. So. Hier, wir machen das mal. Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, Wurde beim Wal von einem Schiff verschluckt, genau. my ship was swallowed by a Matze. whale. Yeah, that's the way. Obviously, you're new at this, but don't worry. Other chums can show you more of the ropes. Okay. Gut. Numero uno. Jetzt ist die Frage, wer noch Champois. Heute habe ich es mit dem Sprachzentrum nicht so ganz. Ja, nein, Moment. Mit dem Klicken auch nicht. Ich wollte doch nochmal hier bei ihr vorbeigehen. Habe ich da einen Angelköder gesehen? Irgendwo vielleicht? Nope. Im Ausguck dachte ich auch einen in Erinnerung zu haben, aber da ist ja niemand.
Da ist auch kein Angelköder. Dann gehen wir nochmal in die obere Straße. Ja, da, ne? Hello. So, dann packen wir das Ding nochmal aus. Okay, klingt ein bisschen komisch. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Ja, wir bleiben bei der hier. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, Der Wal. my ship was swallowed by a whale. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Did you land the fish? Did it get away? Does someone get married or killed or both? People want to know how things turn out. Oh, that makes sense. Want to give it a try? Ja. Okay. So, bitte. Wir It was my checken first nochmal. trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, Der Wal. my ship was swallowed by a whale. Nein, das ist nicht gut. Wir fingen es von innen. Jawohl. Hier. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. I think you've got a lock on it. Seems like you've got a few keys on your ring. Now talk to some other chums to round out the set. I'll do that. Alles klar, machen wir. Also, dann fällt mir der Typ jetzt, wie gesagt, auf Bermuda ein. Ich weiß jetzt nicht, ob hier im Museum noch jemand, ne? Ach, wir checken es einfach. Jetzt bin ich gerade hier. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo überall dieser Köder hängen könnte. Gehst du rein? Hier ist aber keiner zu sehen. Nö. Bin gespannt, wie viele Leute ich da jetzt treffen muss. Die hatten doch einen, oder? Nee. Dann gehen wir wieder. Elaine auf keinen Fall. Hier war niemand. Da ist jetzt auch niemand. Also bitte. Einmal hier, Bermuda. Oh, jetzt ist die Frage, ob der Richter auch einen hatte. Aber wir gucken jetzt erstmal hier hinten. So, da packen wir unseren nochmal aus. All clear. Ich will da nicht rein, ich will zu dir. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Ja. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, Der Wal. my ship was swallowed by a whale. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish. Right, but if you are one, you'd say angler. Aha. I would. Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Ja. Okay. Also hier. Ja, machen wir erstmal so los wieder. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, Ja gut, aber hier ist ja noch nichts anderes, ne? Doch, hier.
Riesige Wal verschluckt ein echter zähnefletschender Schnurreißer. My ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line-breaker, if ever there was one. Okay. Ja, das war mein Satz, wie er mal war. Then we stuck an umbrella jighead in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. Yeah, that's the way. You almost sound like a real angler. I have given you my best tip. See if you can get some other chums to do the same. I'll do that. Gut, wen haben wir denn jetzt noch? Jetzt wird's eng. So, der Richter vielleicht? Ist keiner. Was passiert denn, wenn wir das Ding irgendjemandem zeigen? I don't see a chum's lure anywhere. Ja, okay. Hier noch jemand im Rathaus. Nö, ne? Die können ja eh nicht vernünftig reden. Okay. So, wo ist eigentlich Ned? Die Frage sollten wir nicht vergessen. Hier ist er nicht wieder aufgetaucht. Auf Scurvy ist nur die Elaine. Wenn die jetzt tatsächlich eine wäre, dann würde mich das wundern. Hi. Hi. Sollte man doch wissen bei seiner Geliebten. Nee, ne? Greetings, fellow chum. Ach doch. Da. Guybrush, you've joined the chums. I'm glad. Maybe a new hobby will help you get your mind off the secret. Sure. Well, let's hear what you got. Okay. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, So. Der Wal. my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line-breaker, if ever there was one. Der Kombiköder. Then we stuck an umbrella jighead in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. That's nice, Guybrush, but I think you've left out the most interesting part. What was it like inside the whale? What happened in there? People want to hear about the experience. That makes sense. Want to give it a try? Ja, machen wir. Okay. So. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line-breaker, if ever there was one. So, was nehmen wir? Das hier, ne? Drin war es eklig. So ist das gut. Weiche Böden, gelbes Zeug. It was gross inside. Soft floors and yellow stuff all over the place. Und jetzt? Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Ja, das ist es wohl. I made a fishing line with my own hair. Der Kombiköder. Then we stuck an umbrella jighead in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. I think you've got it. This could be a whole new path for you, Guybrush. You know who you should talk to? Apple Bob. You'll have to go back to LeChuck's ship, of course, but he's worth it. Thanks. Oh, Apple Bob schon wieder. Okay, dann machen wir das doch. Ja, Leute. Jetzt haben wir gelernt, wie man Seemannsgarn erfindet. So. Wir haben ein paar mehr Optionen. Fangen wir oben an. Has Iron Rose been back to the ship? She did come back for a bit, yeah. She was in a hurry, went below decks, then came right back up and left again. Very interesting. Gut. Nun, ja. Hang in there, Bob. Still not funny. Hab grad gemerkt, dass das so ja gar keinen Sinn macht. Wir müssen ja den Köder rausholen. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share?
Ja, und was für eine. So, hier, bitte. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, So, der Wal. my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. Ja, so, hier It was das. gross inside. Soft floors and yellow stuff all over the place. Dann die Angelschnur I made a fishing line with my own hair. und der Kombiköder. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish, glistening like liquid silver, dashing through the waves, stretching my line out like the truth in a schoolboy's mouth. Oh, that does seem a little more gripping. Want to give it a try? Nö, das habe ich kapiert. Nah, I think I've got it. Good luck. You weave a story like a wicker placemat with a mosaic of coffee stains, Is that good? tightly woven and useful. The coffee stains give it character. You should tell a story at the Cod's Wallop. Im tollen Hecht. Das ist der Fischladen. Da gehen wir wieder hin. Wups, im Eiltempo. An die obere Straße und hier. Hello. So, wir erzählen die Geschichte mal hier unten. Hä? Wie läuft's? Genau. How's it going, chums? You have the confident look of a man with a story in his belly, just squirming to get out. But you really should show us the lure for official chums business. Ja. We like ritual in the chums. It's part of the fun. Alles klar, machen wir das doch. Hier bitte, komm, gerade dir. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? And Yeah. don't be nervous thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. Gut, also fangen wir unten an. It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, Dann kommt der Wal. my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. Jetzt müssen wir mal gucken. So, Weichkäse. Ja. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. So, jetzt kommt die Angelschnur. I made a fishing line with my own hair. Der Kombiköder. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. That was a whopper of a story. You've clearly learned all there is to learn. I hereby declare you to be a chum grand master. Congratulations. Yay! Wow, thank you. That's a great honor. So, nun will ich die Flagge haben. Is it all right if I take this flag with me? That would be within your rights as a well-respected chum of the highest order. Ich finde das ja so Bombe. Du willst nur eine Flagge haben. Und dann Seriously? kommt so eine komische Geschichte zwischen rein. Intermission. Haben wir da was nicht übersetzt? Oder war das Intermission? Be sure to treat it nice. It doesn't need more holes than it's got already. Check. So, jetzt haben wir hier die Flagge. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. Und das hier? It's a replica of Bella Fisher's flag. Jetzt haben wir 2 Stück. Und jetzt ist die Frage, was ist mit der dritten? In der Zwischenzeit. You found it like this? It was over 200 years old. It's the only one on the island. An irreplaceable natural resource. What are we supposed to do with it now? Make toothpicks? How many
many people besides yourself even know the location of this tree? Not many at all. I did tell someone about it just recently, but... But what? Who was it? Well, odd coincidence. Oh oh. Oh oh. Ich bleib mal beim Oh oh. So. Die Dame da oben hilft mir jetzt nicht weiter. Nun. Wir kommen ja immer noch nicht an die andere Flagge. Aus Gründen. Aus Gründen, die da wären. Ja. Marketingbroschüre. Sowas Doofes aber auch. Ah, und die Flamme aus dem Jenseits für die dunkle Höhle auf Terror Island haben wir auch noch nicht identifiziert. Jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht. Ahoy! Ahoy! Checken wir nochmal, ob wir irgendwie reden können. Permission to come aboard, sir. Sorry. Scurvy is the new Ja, ja. plague. Okay, alles klar. Schaut euch dieses Flugblatt an, ja. Das hatten wir schon. Die Flagge. Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy on board. Quarantine. Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy, trust me. Ja, kennen wir schon. Okay. Bye. Don't let the scurvy bite you. Also, wir müssen irgendwie an diese Flugblattaktion jetzt rankommen. Aber wie? Also, der Ned, der unser Zeuge hier sein soll, für die Geschichte hier beim Richter, der ist nicht da. Wir müssen gleich den Richter davon überzeugen, dass wir es sind, weil Ned gibt es ja nicht mehr. Wir haben ihn zumindest nicht gefunden, ne? Insofern ist die Frage, ob wir jetzt irgendwas machen können. So. Wir haben ja hier diesen Rahmen. Kann ich damit irgendwas machen? Ich würde gerne irgendwas machen. Aber ist nicht. Okay, wir kriegen uns irgendwie beide hier drauf, aber das bringt jetzt ja auch gar nichts, ne? May I approach the bench, Your Honor? The Queen of Bermuda is always allowed to approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. Okay. Naja, gut. Das ist doch schon mal was. Da kommen wir weiter. Your Honor, may I inquire about the case of everyone v. Stan? Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be sure. But a month was all I could give him. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. He once sold me a leaky ship. Does that count? The court rules not admissible, given the statute of limitations is up. Court is adjourned. Also, wenn wir ihm jetzt nochmal diesen ganzen Kladderadatsch hier geben. Your Honor, I resubmit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Ahahaha. Also, wir nehmen das hier. Die anderen hatten wir ja schon mehr oder swear like weniger. a sailor, if that helps. Order! Order in the court! Opposing counsel will refrain from vulgar language in this court. Okay. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. The court can establish vis-a-vis customs documents that your name is Ja, actually wissen wir. Guybrush Wissen wir. If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept said documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Ned Filigree. Court is adjourned. Also, wir müssen es irgendwie schaffen, wie Ned auszusehen, oder? Aber können wir das denn irgendwie? It's a sculpture of yours truly.
My jawline never looked so chiseled. Was haben wir denn hier noch? It says Courthouse of Bermuda. Ich habe keine Chance, irgendwie wie dieser Kerl auszusehen, oder? Und das als Beweis noch irgendwie mit einzugeben, ich weiß nicht. Was soll es beweisen? Wir zeigen es ihm einfach mal. Order! Order in the court! I will have order! Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Alles klar, haben wir verstanden. Aber was ist denn jetzt hier ein gültiger Beweis? Ich muss den irgendwie verknacken. Skurrile Notizen, die helfen mir hier gar nicht. Ach, aha. I'm no expert, but this stuff looks as shady as an oak tree in a cave. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Na gut, okay. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Gut, wir probieren es nochmal. Your Honor, I submit these highly prejudicial and incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Ja nun. Hilft uns nicht weiter. Counsel for the aggrieved withdraws the damning exhibit, but reserves the right to resubmit at a later date. Court is adjourned. Und das Ding hier? Order! Order in Nein, the court. okay. The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in accounting. Do not waste the court's time by submitting redundant evidence. Okay, was machen wir denn hiermit noch? I'm no expert, but this stuff looks as shady as an oak tree in a cave. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Ja, aber wo ist er denn? Wie kommen wir denn... Wie kommen wir denn hier an irgendwas ran? Was ist das hier nochmal? Elaines Notiz? Okay, die braucht keiner mehr. Verkleidungsgedicht? I think it's out of juice. Ich krieg das jetzt nicht zusammen. Also der Ned ist nicht da. So, halten wir mal fest. Können wir das irgendwie zusammenstopfen? Nee, ne? Da fehlt mir doch tatsächlich die Idee. Können wir das irgendwie hier reinlegen? Ja, können wir. Da haben wir doch eine Unterschrift. Also, wir probieren das mal aus. Irgendwas muss doch ausreichen, oder? Order! Order in the court. The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in accounting. Do not waste the court's time by submitting redundant evidence. Können wir das auch einrahmen? Nee, ne? Das können wir nicht einrahmen. Also es macht schon Sinn. Ach. Guten Morgen. This should clear up any issues about who I am. Do you hereby swear under oath Ja. and penalty of incarceration that you are Ned Filigree and the documents you are submitting are true and legal? Alleweil, okay. Verdammt richtig. Damn straight. Order! Order in the court. There will be no more outbursts of profanity in this courtroom. In light of this new evidence, I hereby sentence Stan to 10 years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain these legally binding documents for your records. Haben wir es doch. Gerichtliche Anordnung 673. Bezirksgericht Bermuda.
Richter Planke hat den Vorsitz. Angesichts der neuen Beweise hat der Angeklagte Seemannsgarn S. Stanman die harte Arbeit im Bermuda-Eissteinbruch fortzusetzen. Für den köstlich passenden und langen Zeitraum von 10 Jahren. Bingo, Leute, guckt mal. Fast eine Punktleitung. Wir haben es geschafft hier. Alles das, was ich heute irgendwie hinkriegen wollte, irgendwie hinzubekommen. Wunderbar. Gut, jetzt tue ich so, als wäre das mein Ziel gewesen. Auch vollkommen egal, aber ich bin zufrieden. Wir sind gut weitergekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Matze.